Hallo meine Freunde, hola Madridistas, 3 Spiele, 3 Siege und 3 aberkannte Tore. Real Madrid gewinnt in einem von fraglichen Schiedsrichterentscheidungen überschatteten Spiel mit 2:1 gegen Mallorca und startet perfekt in die neue Saison. 9 Punkte aus 3 Spielen vor der Länderspielpause setzt sich Real Madrid an Tabellenplatz 1 in La Liga, wobei heute der FC Barcelona und Villarreal noch nachlegen können. Ja, Real Madrid, abgesehen von den Schiedsrichterentscheidungen, hat ein tolles Spiel abgeliefert und sich diese 3 Punkte mehr als verdient. Darüber reden wir natürlich heute in dem Video. Wer hat mir gefallen, wer hat mir nicht so gefallen, was sage ich zu den Schiedsrichterentscheidungen, warum werde ich ein immer größerer Fan von Arda Güler, aber auch von Álvaro Carreras etc. pp. Und für diejenigen, die sich wundern, was hast du da auf? Ja, ich habe heute Geburtstag und ich finde, dieses wunderschöne Geschenk von meinen Kindern hat mich so gefreut, dass ich finde, es hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Also, viel Spaß beim Video. Letzte Woche hat Aurélien Tchouaméni verraten, die Mannschaft hat sich als Ziel gesetzt, mit 9 Punkten aus den ersten 3 Spielen in die Länderspielpause zu gehen und die Mannschaft hat ihr Ziel erreicht. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, und ganz ehrlich, diese 3 Punkte gestern waren schwer erarbeitet. Ich glaube, Real Madrid hat gegen alles und jeden gewonnen, aber die 3 Punkte waren absolut verdient. Dieses Spiel kann Real Madrid locker mit 4, 5 oder 6:1 gewinnen. Ganz klar dominant. Und das ist so ein typisches Spiel, warum ich früher irgendwann vor einigen Jahren mal mit Sportwetten aufgehört habe. Denn das wäre das klassische Spiel, in dem ich Handicap auf Real Madrid gesetzt hätte und heute die Welt nicht mehr verstehen würde. Ja, fangen wir zunächst einmal chronologisch mit dem Spiel an. Xabi Alonso hat exakt die Aufstellung genommen, die ich auch genommen hätte. Ich zeige euch gerne meine Vorausschau aus dem gestrigen Video. Da könnt ihr das auch gerne nachprüfen. Ein Xabi Alonso hatte mehr oder weniger die gleichen Gedankengänge wie ich. Ein Dani Carvajal durfte sich erholen vor der Länderspielpause. Ein Trent Alexander-Arnold kam zurück, hat auch ein wunderbares Tor vorbereitet. Wenn der Schiedsrichter und das VAR nicht andere Pläne gehabt hätten. Naja, links hat sich auch ein Álvaro Carreras wieder durchgesetzt gegen einen Fran Garcia. Das war mein einziger Zweifel. Und Álvaro Carreras, ich komme gleich in der Spielerbewertung auf diesen Jungen zu reden, aber ich glaube, kein Madridista beschwert sich jetzt noch über die Ablösesumme, die wir für diesen Jungen gezahlt haben. Ja, die Aufstellung hat mir also gefallen, aber um ehrlich zu sein, die ersten 15 bis 20 Minuten von Real Madrid haben mir nicht gefallen. Es war zu fahrig, zu wenig Kontrolle, aber das lag auch daran, da muss man ganz ehrlich anerkennen, dass Mallorca sehr gut vorbereitet in dieses Spiel kam. Man hat gesehen, der Trainer war auf das Pressing von Xabi Alonso vorbereitet, hatte Lösungen gesucht und gefunden und anders als Oviedo oder Osasuna muss man zugeben, Mallorca kam auch hin und wieder über die Mittellinie, wobei sie auch echte Torchancen nicht kreiert haben. Echte Torgefahr hat Mallorca nicht ausgestrahlt. Real Madrid hatte das Spiel ab der 20. Minute spätestens unter Kontrolle, wurde von Minute zu Minute besser. Ja, und dann macht Kylian Mbappé nach einem Traumpass von Trent Alexander-Arnold das 1:0. Bis sich das VAR eingemischt hat. Ja, und jetzt könnte man denken, ja, Abseits, VAR hat gesagt, Abseits gut ist. Wir Madridistas haben aber eine Vorgeschichte. Sobald man uns nicht in einer Situation sowohl den passspielenden Spieler zeigt, als auch den startenden Stürmer, haben wir das Vertrauen in dieses VAR-System verloren. Wir wissen auch von Klaus Gomez, dem Chef des VARs in der letzten Saison, dass die Schiedsrichter im VAR-Raum selber entscheiden dürfen, welchen Frame sie nehmen.
Und das ist in so einer Aktion natürlich komplett entscheidend. Nehmen Sie den Frame eine Tausendstel vorher, wo der Ball gerade gespielt wurde von Trent Alexander-Arnold, ist es wahrscheinlich kein Abseits. Nehmen Sie den Frame eine Tausendstel später, ist Kylian Mbappé um eine Haarspitze im Abseits. Also ich glaube, hätte Kylian Mbappé noch sich eine Glatze schneiden lassen, dann hätte es keine Abseits gegeben. Naja, wie gesagt, selbst ein Emilio Butragueño, ich glaube, das ist der zurückhaltendste Sprecher eines Erstligavereins, den es überhaupt in der spanischen Liga gibt. Selbst der hat sich nach dem Spiel geäußert und Folgendes gesagt. Unter den Fans von Real Madrid herrscht derzeit große Empörung. Wie sehen Sie die Situation heute? Also, es stimmt, dass einige der getroffenen Entscheidungen bei uns große Zweifel aufkommen lassen, nicht wahr? Eher der erste Abseits. Es gibt tatsächlich kein wirklich klares Bildmaterial, das eindeutig zeigt, ob es sich hierbei um eine Abseitsposition handelt oder nicht. Genau in dem entscheidenden Moment, wenn Drenthe den Pass spielt, oder? Deshalb wirft diese Szene bei uns Zweifel auf. Auch die Auslegung des VAR und die anschließende Entscheidung des Schiedsrichters werfen bei uns allen viele Fragen auf. Deshalb sind wir ehrlich gesagt ein wenig überrascht. Ja, in der Sprache von Emilio Butragueño ist das so, als wenn ich hier komplett ausrasten würde. Also der ist immer sehr bedacht bei seinen Worten. Aber die Institution Real Madrid hat halt den Glauben an das Schiedsrichterkomitee verloren. Und es ist auch kein Zufall, dass Real Madrid mit Abstand die Mannschaft ist, die am meisten Tore vom VAR aberkannt bekommen. Inzwischen sind es 37 oder 38. Im Vergleich zu den anderen, das ist fast doppelt so viel wie der zweite. Und wenn du dann weißt, die Schiedsrichter dürfen selber entscheiden, welchen Frame die nehmen. Und wenn du dann auch noch weißt, der Enriquez Negreira, der Vizepräsident der Schiedsrichter, der über 20 Jahre vom FC Barcelona über 8 Millionen Euro bekommen hat, als er entlassen wurde, kam ein Fax ans Tageslicht, indem er sagt, ich kann euch beim VAR helfen. Ja, wenn du das alles zusammennimmst, kann ich Real Madrid und kann ich uns Madridistas verstehen, dass wir diesen Schiedsrichterentscheidungen nicht mehr vertrauen. Ja, Real Madrid bekommt das Tor aberkannt und dann ist es gekommen, wie es kommen musste, wie es jedes Jahr kommt. Ich blende euch ein Bild ein. Schaut euch das mal an. Wieso trifft Muriqi gegen uns immer im Santiago Bernabéu? Das ist doch nicht mehr normal. Wie teuer ist der? Ich würde den alleine kaufen, damit der nicht mehr gegen uns trifft. Also das ist auch eine unglaubliche Statistik. Das ist 2022, 23, 24 und 25. Der netzt immer im Bernabéu. Naja, wie dem auch sei, Mallorca geht 1:0 in Führung. Und danach kamen mehr oder weniger die schlechtesten Minuten von Real Madrid. Real Madrid war wahrscheinlich gefrustet, dass das Tor aberkannt wurde. Mallorca, nach einem Tor spielst du dich so ein bisschen in den Rausch. Und Real Madrid musste etwas dagegenhalten. Aber dann kam die magische Trinkpause unter Xabi Alonso. Schon bei der Club-WM haben wir Madridistas festgestellt, dass Real Madrid nach der Trinkpause ein ganz anderes Real Madrid ist als vor dieser Trinkpause. Ich weiß nicht, was Xabi Alonso seinen Jungs gibt. Ich weiß nicht, welche Worte er sagt. Aber Tatsache ist, mal wieder nach der Trinkpause kam Real Madrid raus und hat 2 Tore in einer Minute gemacht. Und diesmal möchte ich insbesondere über Arda Güler reden. Ganz ehrlich, in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, dachte ich, der Junge hätte das Fußballspiel vergessen. Das war gefühlt die schlechteste Viertelstunde, die ich je im Real Madrid-Trikot von ihm gesehen habe. Ich habe mir schon gedacht, ja, der Junge ist jung, ne? Der darf auch mal ein schlechtes Spiel machen. Ich habe noch einem Freund geschrieben, hör mal, wir brauchen Arda. Ja, und dann, nach der Trinkpause, war Arda wie verwandelt. Der Junge ist auf dem Weg, ein absoluter Weltstar zu werden. Und das hat man nach dieser Trinkpause gesehen. Wie gesagt, zur einzelnen Spielerbewertung komme ich gleich. Aber es ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet er das 1:1 macht. Dieses 1:1 macht aber nicht nur Arda Güler und Dean Housen und Franco Mastantuono, diese ganze Ecke. Dieses Tor macht das Trainerteam von Real Madrid, denn dieses Tor ist 1:1 so einstudiert. Diese Standardsituation ist kein Zufall, die Laufwege, alles hat genau gepasst. Jeder stand da, wo er stehen sollte. Und selbst wenn Arda Güler den Kopfball nicht gemacht hätte, stand hinter ihm ein Franco Mastantuono auch noch frei. Also 1:1
Und eine Minute später entscheidet sich Vini Junior, der ganzen Welt seine Extraklasse zu zeigen. Was für ein Dribbling. In vollem Tempo rennt er auf die letzte Abwehrreihe, zieht nach links und schießt mit links ab. Tolles Tor in die lange Ecke. Real Madrid macht das 2:1 und Real Madrid macht weiter. Spielt weiterhin einen tollen Fußball. Das 3:1, 4:1, 5:1 lag in der Luft. Ja, und so ist es dann auch kurz später gekommen. Wieder die gleichen Protagonisten. Arda Güler und Kylian Mbappé. Die haben eine Chemistry zusammen. Die haben eine Verbindung zusammen. Das erinnert verdammt sehr an Mesut Özil und Cristiano Ronaldo. Der Türke, der danach richtig, wie gesagt, aufgeblüht ist. Keine Ahnung, wie oft er danach mit einem Kontakt Vini aufs Tor geschickt hat. Oder in dieser Situation Traumpass auf Kylian Mbappé. Der macht auch das 3:1. Schöner Chipball. Und schon wieder hat das VAR etwas dagegen, wobei ich sogar sagen muss, das ist die VAR-Entscheidung, mit der ich am meisten mitgehe. Auch da sehe ich zumindest den Pass und den Stürmer in einem Frame und kann sagen, ja, da stand Kylian Mbappé ein bisschen zu weit vorne. Ja, Halbzeit, Madrid kommt aus der Halbzeit, als wenn nichts passiert wäre. Real Madrid weiterhin Druck gemacht. Wie gesagt, es war nur eine Frage der Zeit, dass das nächste Tor fällt. Und ein Franco Mastantolo hat dann endlich irgendwann mal seine Extraklasse gezeigt. Im 16er mit dem Alter noch den kühlen Kopf zu haben, nicht direkt abzuschließen, sondern noch einen Haken, steht allein vom Tor, schießt den Ball, der Torwart hält den, der Verteidiger schießt den Ball an Arda Güler. Arda Gülers Arm ist so am Körper, der kann sich den Arm nicht abschneiden. Der Ball haut vom Arm gegen den Torwart. Wenn dieses Tor annulliert worden wäre, hätte ich Verständnis. Weil auch wenn der Arm unabsichtlich von Arda Güler war, es ist nun mal die Regel, sobald der Ball den Arm berührt, egal ob Absicht oder nicht, und dadurch ein Tor entsteht, zählt das Tor nicht. Aber laut meinem Verständnis, durch die Parade von dem Torwart entsteht eine neue Spielsituation. Und aus dieser neuen Spielsituation macht Arda Güler das 3:1 wäre es gewesen. Der Junge hätte sich mit einem Doppelpack, was hätte er gestern alles machen können? 2 Tore, 3 Assists, also wie gesagt, der Junge ist der absolute Wahnsinn. Aber abgesehen davon, der hätte sich belohnt mit diesem Doppelpack für ein tolles Spiel. Auch da entscheidet sich das VAR dagegen. Auch da habt ihr eben Emilio Butragueño gehört. Darüber hat er im zweiten Teil seiner Antwort geredet. Die Interpretation der Schiedsrichter ist nicht die gleiche Interpretation von Real Madrid. Und das sieht auch ein Xabi Alonso so. Hören wir da einmal rein. Guten Abend, Xavi. Hier ist José Luis Sánchez für die Spieler von La Sexta. Ihr musstet 5 Tore schießen, um das Spiel zu gewinnen, aber nur 2 wurden anerkannt. Ich wollte dich vor allem zu Arda Güler fragen, die Auslegung von Sánchez Martínez, wie hast du das gesehen und was hast du am Ende des Spiels mit ihm besprochen, ob es eine fortlaufende, unmittelbare Aktion war, ob du die Aberkennung dieses Tores nachvollziehen kannst? Ja, das ist die Frage, nicht wahr? Der 4. Offizielle sagte, es müsse eine unmittelbare Aktion sein und das war dann die Auslegung des Schiedsrichters. Meine Auslegung in diesem Moment war eine andere, aber gut, dieses 3. Tor wäre wichtig gewesen, um das Spiel anders verwalten zu können. Es war bis zum Schluss eng, wir haben es versucht, aber gut, das ist eben die Auslegung, die er getroffen hat und nun ja, er ist derjenige, der das Sagen hat und heute war es eben so. Ja, ihr habt es selber gehört und ich finde auch, wir Madridistas sollten jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, ja, wir haben ja gewonnen, ist alles gut. Nein, heutzutage im Spitzenfußball ist die Leistungsdichte so hoch, so nah aneinander, dass solche Entscheidungen über kurz oder lang Meisterschaften entscheiden können. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, du bist Mallorca-Fan und schaust vor 2 Wochen das Spiel gegen Barcelona und siehst, wir haben 7 Fouls gemacht oder 8 Fouls, haben 4 gelbe, 2 rote Karten bekommen mit 8 Fouls. Und heute bei Real Madrid haben wir wieder 7 oder 8 Fouls, keine gelbe, keine rote. Der Schiedsrichter hat denen noch 3 Tore aberkannt. Dann als Mallorca-Fan musst du dir doch die Augen reiben und denken, das hier ist ein unterschiedlicher Wettbewerb. Naja, wie dem auch sei, wir Madridistas haben so eine Vorgeschichte mit dem Schiedsrichterwesen. Deshalb bin ich der Meinung, und Madrid, das ganze Schiedsrichterwesen, jeder Schiedsrichter, jeder Einzelne, der unter Negreira seine Karriere gemacht hat, und Sánchez Martínez von gestern ist einer von diesen Schiedsrichtern, dürften heute nicht mehr in der spanischen Liga pfeifen.
Ja, dadurch, dass die Schiedsrichter 3 Tore annulliert haben, musste Real Madrid am Ende tatsächlich noch einmal zittern. Álvaro Carreras mit seiner unglaublichen Rettungstat auf der Linie. Der Ball war drin. Ich weiß nicht, wie der den gerettet hat. Rettet Real Madrid und rettet Real Madrid die 3 Punkte, die, wie gesagt, jetzt in die Länderspielpause gehen. Nicht alle Spieler, einige können in der Mini-Vorbereitung unter Xabi Alonso weitermachen. Ja, das war mehr oder weniger die Zusammenfassung des Spiels. Gehen wir jetzt zur Beurteilung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois war da, als man ihn gebraucht hat. Hat man ihn überhaupt gebraucht? Bei dem Kopfball von Muriqi, der auch relativ viel Glück hatte. Der köpft den Ball irgendwie mit dem Rücken, der springt einfach blind rein ins Tumult. Der Ball prallt genau in den Pfosten rein. Da kann ein Thibaut Courtois nicht viel machen. Ansonsten, wenn er mal die Chance hatte, hat er das Spiel schnell gemacht. Also, gutes Spiel von Thibaut Courtois. In der Innenverteidigung hat mir Militao tatsächlich etwas besser gefallen als Dienhausen. Dienhausen, seine Spieleröffnung ist immer noch der absolute Wahnsinn. Hatte hier und da mal einen kleinen Wackler drin, aber das ist seinem Alter geschuldet. Absolut normal. Ein Eder Militao. Wer hätte von uns erwartet, dass er so schnell wieder in dieser Form zurückkommt? Ich nicht. Ich bin begeistert von dem Brasilianer. Und die hatten gestern einen der hässlichsten Gegner, sagt man in Spanien. Ich meine nicht das Äußerliche, sondern einen der wohl am schwersten zu bespielenden Mittelstürmer. Ein Muriqi, ein Schrank, Kopfballstark ohne Ende. Das ist nicht einfach für Innenverteidiger. Ja, rechts hinten Trent Alexander-Arnold wird besser als seinen ersten Spielen. Ich glaube, der Assist auf Mbappé hätte ihm auch gut getan. Danach hatte er selber noch einen Schuss, so ein Stück am Pfosten vorbei. Also, Trent Alexander-Arnold hat sich deutlich gesteigert. Álvaro Carreras, ich glaube, ich muss ein ganzes Video zu diesem Jungen machen. Und jetzt, liebe Arda Güler-Fans, Ohren zu halten. Ich weiß, Arda Güler ist gestern MVP geworden. Wahrscheinlich auch absolut verdient. Wie gesagt, der Junge hätte 2 Tore, 3 Assists geben können in einem Spiel. Aber für mich war gestern der MVP Álvaro Carreras. Was für ein Spiel. Der Junge war überall. Sobald seine Chemie und Vinnies noch anfangen, aufeinander sich abzuspielen, der Junge ist in jedem Angriff vorne. Ständig, der zieht in die Mitte, zieht außen vorbei, traut sich was zu, ist souverän am Ball. Wenn der den Ball hat, hast du nicht die Angst, oh, der verliert den gleich. Nein, du weißt, der kommt aus der Situation raus. Immer und immer wieder. Ganz tolles Spiel von dem Jungen, abgesehen von seiner Rettungsaktion, die genauso wichtig ist wie ein Tor. Ein Tchouaméni hat gestern ein anständiges Spiel gemacht, hat mir gut gefallen. Davor ein Fede Valverde und ein Arda Güler. Fede Valverde, durchschnittliches Spiel. Ein Fede Valverde spielt eigentlich nie eine 1, 2 oder 3 auf einer Skala von 10. Ein Fede Valverde spielt immer 7 oder höher. Und gestern war er bei mir im 7er, 8er Bereich. Der kann natürlich noch viel besser, aber hat wie immer ein starkes Spiel gemacht. Arda Güler, absolut verdient der MVP des Spiels geworden. Ich glaube, ich habe schon alles über diesen Jungen gesagt. Dieser Junge, die Chemie, die er mit Kylian Mbappé hat, die Spielübersicht, sein Abschluss, sein Timing, bei den Pässen, wie schnell sein Gehirn arbeitet, das geht gar nicht. Es gibt Pässe, wo der den Ball bekommt, der Ball ist weg und er sieht, dass ein Vini startet. Aus der Luft, aus der Höhe passt er den Ball sofort genau in Vinis Lauf. Der Junge ist brillant, ist auf dem Weg, ein absoluter Weltstar zu sein und ich bin froh, dass ich schon über ein Jahr diesen Jungen hype und ich freue mich einfach, bei dieser Entwicklung zuzusehen. Links vorne, Vini hat ein wunderbares Tor gemacht. Natürlich klappt bei Vini noch nicht alles, aber meiner Meinung nach wird er auch von Woche zu Woche besser. Franco Mastantuono war so ein bisschen, jetzt möchte ich es nicht zu hart formulieren, die Enttäuschung der Mannschaft. Man hat etwas mehr erwartet, aber der Junge, wie gesagt, der kommt aus einem anderen Kontinent, der ist gerade mal 2, 3 Wochen in Madrid, ist jetzt schon gefühlt Stammspieler. Es ist normal, dass wir dem Zeit geben müssen. Seine Arbeit hat er getan und wie gesagt, vor dem Tor von Arda Güler ist so zum ersten Mal die Genialität von Mastantuono aufgeblitzt. Im 16er dachte ich, boah, der Junge hat kein gutes Spiel, der kann endlich mal aufs Tor schießen. Er schießt, aber nein, selbst da behält er die Ruhe, cuttet nochmal nach rechts, einen tollen Schuss, Abpraller, Arda macht das Tor, zählt leider nicht. Hätte mich für Franco gefreut. Und was mich auch gefreut hätte, die Chemie, die er mit Arda Güler
aufbaut. Was ist das für ein Torjubel da? Reicht er ihm den Schei oder was? Also ich weiß jetzt schon, wenn Barcelona-Fans demnächst irgendwann über eine Schiedsrichterentscheidung meckern, wird irgendjemand dieses Meme machen und da wird irgendwie drinstehen, die Tränen der Barca-Fans. Also ich sehe es schon kommen. Aber wie gesagt, no hate, also sowas nicht gemeint. Ja, und vorne Kylian Mbappé. Absolute Topform. Das ist der Kylian Mbappé, den wir sehen wollen. Auch wenn er heute nicht genetzt hat oder besser gesagt gestern nicht genetzt hat. Er hat ja genetzt. Zweimal. Das erste Tor, das hat an Cristiano Ronaldo erinnert. Wie er sich gelöst hat vom Gegenspieler. Wie der den von rechts unten in die Ecke knallt. Meine Güte, der Junge ist der absolute Leader von Real Madrid. Tolles Spiel vom Franzosen. Ja, zu den Auswechselspielern gibt es nicht viel zu sagen. Ein Xabi Alonso hat irgendwann gemerkt, die Puste geht aus. Die Jungs, wie gesagt, haben sie noch müde Knochen. Darüber haben wir oft genug geredet. Die Vorbereitung war nicht lang genug. Xabi Alonso hat irgendwann die Kontrolle übernehmen wollen. Und das muss man sagen, die Jungs haben das toll gemacht. Denn Real Madrid hat bis auf die Aktion bei Álvaro Carreras, wann war das, 60. Minute, die letzte halbe Stunde, hat Real Madrid kein Mal gezittert. Mallorca war kein Mal in der Tornähe. Also absolut souverän den Stiefel runtergespielt. Und wie gesagt, absolut verdiente 3 Punkte für Real Madrid. Ja, das ist meine Zusammenfassung zum Spiel. Was du denkst, würde mich sehr interessieren. Daher, lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, Like da lassen, teilen und ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Wäre übrigens auch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.